Natürlich finde ich das moralisch abstoßend, unabhängig von einer strafrechtlichen, einer fachlich-juristischen Auseinandersetzung. Wir reden, ohne dass ich bei einzelnen Personen sagen könnte, der oder die sind in diesem oder jenem Ausmaß darin verstrickt. Wir reden ja über etwas, was als absoluter Tabubruch wahrgenommen wird und schrecklich war in Konsequenzen für Millionen von Familien. Das in irgendeiner Weise zu decken, zu vertuschen, kann nicht in Ordnung sein. Das widerspricht allen Maßstäben, die nicht nur bei den Mitarbeitern des BND, sondern überhaupt in einer Gesellschaft wie der unseren gelten und, glaube ich, auch weiterhin akzeptiert sind. Das ist keine Frage. Aber im Grunde genommen ist die Wahrnehmung dieses Themas, das ich damals hatte, so, dass das ein Randproblem war in meiner Auseinandersetzung mit dem Dienst. Denn Nachrichtendienste, gerade Auslandsnachrichtendienste, sind zukunftsorientiert. Wir sind dafür da, um uns damit auseinanderzusetzen, was passiert denn in Zukunft. Und von daher ist das sicher etwas, was einen gedanklich begleitet, zu sagen, gut, es gibt ein Gegenbild zu dem, wofür wir stehen. Das ist ein totalitärer Staat mit allem, was das bedeutet. Und ein bevorzugtes Instrument eines totalitären Staates ist ein Nachrichtendienst, ein geheimer Nachrichtendienst. Dazu darf es nicht wieder kommen. Aber genau das ist ja auch das, wofür wir da sind. Und das Spektrum der Kollegen und Kolleginnen, die ich habe, geht heute auch und erst recht im Grunde genommen wirklich durch alle Sichtweisen, die im demokratischen Spektrum dazugehören und akzeptiert sind. Und daher ist die Distanz zu solchen Dingen so, dass ich auch ehrlich sagen kann, da ist jetzt niemand mehr von Dingen, die in den Ende der 40er, in den 50er, in den 60er Jahren passiert sind, auch im Dienst, noch in irgendeiner Weise persönlich so betroffen, dass einen das ständig in eine Auseinandersetzung zwingt. Das ist Bestandteil der Geschichte des BND. Dazu kann sich der BND gut bekennen und sagen, auch das war Realität, das ist so vorgekommen. Aber unser Blick, auch das, was uns tagtäglich beschäftigt, und wir sind gut beschäftigt, geht eindeutig in die Zukunft. Das war, wenn dann überhaupt, nur am Rande ein Thema. Wir waren, als wir angefangen haben, alle so fasziniert von der Aufgabe, dass das vielleicht genretypisch eigentlich immer fokussiert war auf das, was passiert denn jetzt als nächstes. Und Ende der 80er Jahre war in der Beziehung ja eine irrsinnig spannende Zeit. Das heißt, da waren wir alle davon fasziniert, wie verändern sich gerade Dinge, die für mein Leben, ich bin Ende der 50er Jahre geboren, eigentlich konstitutiv waren im politischen Denken und im Staatensystem Europas. Von daher war zunächst mal die Faszination, was wird in Zukunft sein, und wir können das irgendwie ganz vorne und an spannender Stelle miterleben. Sicher gab es ein Grundwissen darüber, dass der Bundesnachrichtendienst in seiner Vergangenheit anders eingesetzt wurde, als er hätte eingesetzt werden dürfen, und dass es da sicher auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern in den 50er, vielleicht noch in den 60er Jahren gegeben hat, die NS-belastet waren. Das hat zu dem Zeitpunkt, von dem ich jetzt spreche, aber eigentlich in meiner Wahrnehmung des Dienstes kaum noch eine Rolle gespielt. Und da war aber schon meine Wahrnehmung und wahrscheinlich die von vielen Kolleginnen und Kollegen, das ist etwas, das hat sich in der Vergangenheit abgespielt. Es ist
eine durchaus ernstzunehmende Warnung davor, so ein Instrument kann man missbrauchen, es kann missbraucht werden. Das sollte nicht wieder passieren, aber die Gefahr haben wir, glaube ich, auch nicht gesehen, weil das, was dann in den 90er Jahren und danach passiert ist, hat sich ja unter ganz anderen Vorzeichen abgespielt. Also von daher, für mich hat das keine große, bei der Entscheidung, sich beim Bundesnachrichtendienst zu bewerben, hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Und nachträglich war es dann wirklich eher etwas, was fast schon eine historische Perspektive hatte. Es kamen, ich weiß aber nicht mehr in welchem Jahr, es kamen jedenfalls interne Untersuchungen, auch die sich damit beschäftigt haben, welche personellen Kontinuitäten gab es, beginnend vom Dritten Reich über die Organisation Gehlen bis in den Bundesnachrichtendienst. Und als ich eingestellt wurde, gab es schon noch mündlich kolportierte Aussagen, weißt du, der oder die frühere Vorgesetzte waren in der SS, waren hohe Wehrmachtsoffiziere. Das gab es, aber das waren Leute, die kannten wir eigentlich nur noch vom Hörensagen. Von daher war das auch persönlich im Erleben nicht mehr greifbar. Ich vermute mal, die Generation, die damals meine Vorgesetzten waren, die kannten diese Leute hier alle noch, dass die vielleicht sogar hin und her gerissen waren zwischen einer persönlichen Loyalität, weil man ihre früheren Vorgesetzten fachlich möglicherweise positiv wahrgenommen hat, und einer generellen politischen Ablehnung dessen, wofür die standen. Aber da muss ich, wenn ich ehrlich bin, spekulieren. Und die rückschauende Binnenbetrachtung, ob es früher Formen von Loyalität und innere Haltung gegeben hat, die heute fragwürdig sind, das hat damals, als ich dazu kam, in meiner Erinnerung kaum noch eine Rolle gespielt. Man wusste, ja, Gehlen war 20 Jahre lang BND-Chef, dann war Wessel als sein früherer Stellvertreter 10 Jahre BND-Chef. Das war aber schon zu meiner Zeit so lange her, dass da eigentlich ein deutlicher Bruch dazwischen lag. Das mag sich paradox anhören, aber eigentlich bin ich dafür, dass wir als Dienst transparent mit unserer Geschichte umgehen. Die manchmal vielleicht etwas vorschnell geäußerte Vermutung oder einfach die Unterstellung, ein Nachrichtendienst ist immer so abgeschlossen und geheim, dass das die Vertuschung fragwürdiger Dinge in der eigenen Vergangenheit zum Genpool eines solchen Dienstes gehört. Die hat aus meiner Sicht schon damals nicht mehr gestimmt. Das heißt, ich glaube schon, dass auch die meisten derjenigen, die mit mir eingestellt wurden, sagen, natürlich hätte man mit so etwas transparenter umgehen können und sollen, weil wir ja auch für bestimmte Werte einstehen, die eben damit unvereinbar sind. Und aus meinem Jahrgang, da waren welche dabei, die haben den Wehrdienst verweigert, die waren gar nicht bei der Bundeswehr, andere kamen aus der Bundeswehr. Das war auch eine personelle Mischung, die, glaube ich, auch im politischen Spektrum ganz normal durchging und wo wir auch Dinge politisch auch kontrovers diskutiert haben. Und diese Art von natürlichem Transparenzanspruch war damals sicher schon da, und von daher hatte man eine kritische Einstellung zu dem, was in der Vergangenheit war. Also soweit es solche Familienlinien im Bundesnachrichtendienst gab, hätte man das vielleicht machen können. Ich kenne diese Generation persönlich nicht mehr und von daher kann ich nur jetzt einen moralischen Anspruch formulieren.
der mir heute 2022 natürlich leicht von den Lippen geht, der aber damals in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext gesehen werden muss. Und da bringen alle Leute ja was aus der eigenen Biografie mit, von dem ich nicht einschätzen kann, wie sehr hindert es sie daran, zumindest im kleineren Kreis transparent zu sein. Aber der BND als Organisation hätte, denke ich, schon früher auf solche Dinge offener reagieren können. Ich kenne aber die Details aus dieser Zeit auch nicht so genau, dass ich sagen kann, ab dem Jahr 1900 so und so hätte man doch spätestens das und das machen können. Und ich meine auch damals, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war es ein eher verwundertes Schulterzucken. Man kann doch mit so etwas offen umgehen, jedenfalls als Institution, dass einzelne Betroffene aus persönlichen Gründen das als viel schwieriger empfanden, etwas zuzugeben, möglicherweise dann auch in den Bereich zu kommen, wo ich mich mit eigenem oder familiärem Verhalten auseinandersetzen muss, das nicht mehr in Ordnung war oder das sehr, sehr kritisch zu sehen ist, das einmal dahingestellt. Aber als Institution hätte der Dienst das sicher aus unserem damaligen Verständnis und des Rechts aus heutigem sehr viel offener und transparenter angehen können. In meiner Wahrnehmung ist die Arbeit der Historikerkommission, die, glaube ich, im Dienst allen inzwischen gut bekannt ist und worüber auch dienstintern diskutiert wird, einfach weil sie sich über einen so langen Zeitraum hingezogen hat, weil viele Mitarbeiter an der einen oder anderen Stelle damit befasst waren, weil man die Archive plötzlich in ihrer ganzen Bedeutung jetzt erkannt hat, ja auch viele sich mit der Aufarbeitung des Archivmaterials beschäftigt haben. Da ist die Arbeit dieser Historikerkommission in einem Gesamtkontext zu sehen. Wir sind heute im wissenschaftlichen Bereich, im publizistischen Bereich viel intensiver, haben einen viel intensiveren Blick entwickelt auf das, was in der Vergangenheit passiert ist und wie sich das auch zum Beispiel in versteckten Formen, dass man Seilschaften bildet und Dinge aus der Vergangenheit auf die Art und Weise unsichtbar zu machen versucht, sind wir dafür viel stärker sensibilisiert. Und in diesem Gesamtkontext dieser Sensibilisierung hat sicher die UHK auch eine große Rolle gespielt, ohne dass jetzt jeder BND-Mitarbeiter möglichst viele Bände, das ist ja wissenschaftliche Arbeit, entsprechend umfangreich, deswegen liest oder sagt, da stürze ich mich mit Begeisterung rein. Das ist ein Gesamtkontext, in dem man das sehen sollte. Und dieser Gesamtkontext, glaube ich, ist eindeutig. Ich glaube schon, dass die Mitarbeiter unter anderem durch die Arbeit der unabhängigen Historikerkommission sehr gut sensibilisiert sind für das Thema, was hat sich aus einer Geschichte, einer Anfangsgeschichte des BND entwickelt, welche Belastungen der BND dadurch auch historisch in seiner frühen Phase hatte und dass so etwas inakzeptabel ist, völlig inakzeptabel und wir ja gerade für die Werte da sind, die genau durch so etwas in Frage gestellt werden. Und in diesem Zusammenhang ist die Historikerkommission ein Element, diese Sensibilisierung zu schaffen und zu befördern, indem sie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Standard auch absichert, dafür Informationen zugänglich macht, das aufbereitet und damit auch für eine Diskussion, in dem Fall speziell in Wissenschaftlerkreisen, aber das wird ja auch dann weiter in den Medien aufgegriffen, wird in das Bewusstsein der Öffentlichkeit hineingetragen, in die Diskussion in der Öffentlichkeit, es dadurch zu dieser Sensibilisierung erheblich beiträgt. Das finde ich gut.